Okay, wir sind ready. Ja. Ja. Hallo, ich bin Lisa. Und ich bin Tanita. Öfter als man sich wünscht, schickt man eine E-Mail heraus und dann stellt man später fest, dass da ein kleiner Tippfehler drin ist oder vielleicht auch ein Fehler im Datum. Und oft bemerkt es auch der Empfänger und schreibt einem eine E-Mail zurück. Wieder mal eine E-Mail-Flut, die sich doch sicherlich in Teams vermeiden lässt. Ja, typisches Beispiel. Ist natürlich auch total unangenehm, wenn man sowas rausgeschickt hat. Letztendlich ist es so, du kannst jede Unterhaltung, die du gestartet hast, im Nachhinein auch wieder bearbeiten. Und dann bekommt jeder, der es neu liest, natürlich den aktuellsten Text zu lesen. Und ich finde, das ist eine sehr charmante Lösung an der Stelle. Das würde ich gleich mal ausprobieren, denn Gerne. in meinem Videoskript-Post von heute Vormittag möchte ich gerne etwas ändern. Ich klicke also hier auf die 3 Pünktchen und dann bearbeiten. So, über den Haken kann ich das dann hier bestätigen. Fertig. Und die Änderung ist drin. Hier oben sehe ich auch, dass der Text bearbeitet wurde. Das hilft natürlich dann allen meinen Teammitgliedern zu sehen, dass diese Nachricht im Nachgang noch bearbeitet wurde. Cool. Schön gelöst.